Ich war jetzt wirklich lange nicht mehr da und daher fangen wir heute mit einem Video an, vor dem ich mich seit Monaten drücke, weil ich keine richtige Ahnung habe, wie ich dieses Thema denn eigentlich umsetzen möchte. Ich mache es jetzt einfach. Es gibt unendlich viele Trends in der Parfümindustrie, die immer wieder aufgegriffen werden. Und es gibt aber auch so ein paar klassische Duftarten, die immer wieder aufgegriffen werden. Und unter anderem dazu gehört natürlich auch der Chypre-Duft. Gerade habe ich so ein bisschen generell das Gefühl, dass es gerade so einen leichten Vintage-Strom gibt, oder vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich das gerade wirklich geil finde und besonders und das gerne trage und dafür eine richtig neue Liebe entwickelt habe. Aber generell ist da trotzdem noch so ein Trend zu erkennen. Das Chypre war nie weg, Chypre wird nie weg sein wahrscheinlich. Wenn du jetzt sagst, Chypre habe ich noch nie gehört, ja, auch ein Aventus ist ein Chypre-Duft. So als maskuliner Duft verstanden, gibt aber auch sehr weibliche Chypre-Düfte, wie zum Beispiel den Miss Dior. Also es ist jetzt nicht unbedingt maskulin, der Duft, aber das zeigt ja auch wieder, dass eine Duftrichtung alleine nicht unbedingt aussagt, was für ein Geschlecht es gibt. Abgesehen davon, dass es natürlich generell keine Geschlechter bei Düften gibt. Tragt was auch immer ihr möchtet. Im heutigen Video möchte ich aber mal eben auf diese Chypre-Düfte eingehen und meine neu entdeckte Liebe zu eben diesen Düften. Und das fernab von Aventus, auch wenn das ein echter Klassiker ist, aber sowas gibt es bei mir ja jetzt nun nicht wirklich. Aber auch kein Diaghilev oder wie sie alle heißen, die großen Nischen-Luxus-Düfte, Chypre-Düfte, die gefühlt jeder kennt. Ich habe mich darauf fokussiert, heute mal so ein paar Düfte in den Fokus zu stellen, die erstens vielleicht noch gar nicht so bekannt sind. Ein paar absolute Ultraklassiker sind da garantiert dabei. Gerade wenn du dich ein bisschen mehr mit Parfüm auskennst und mehr damit beschäftigst, wirst du einige Düfte davon auf jeden Fall schon mal gehört haben. Vielleicht hast du die sogar in der Sammlung. Dann würde mich deine Meinung zu diesen Düften natürlich auch unwahrscheinlich interessieren. Dafür ist die Kommentarspalte immer sehr, sehr gut. Das freut mich. Es gibt auch ein bisschen Engagement für das Video, nachdem mich der Algorithmus jetzt wahrscheinlich hassen wird, weil ich einfach fast 3 Monate lang von der Bildfläche verschwunden bin. Ja, ich hatte einfach keinen Bock. Aber wir starten rein. Chypre gibt es in modern, in sauber, in seifig, in total skanky, animalisch und riecht nach Oma. Die komplette Bandbreite, und das macht eben dieses Genre so schön. Chypre bedeutet eigentlich Zypern und ist ursprünglich von einem Duft von Coty herrührend. 1917, wenn mich nicht alles täuscht, hat Coty einen Duft namens Chypre auf den Markt gebracht. Chypre-Düfte sind vor allen Dingen eins, und das ist zitrisches Start, blumiges Herz und Labdanum, Eichenmoos und manchmal auch Patchouli in der Base. Gerade Labdanum ist ja was sehr mediterran als solches ist, als Inhaltsstoff. Darauf können wir gerne wann anders mal eingehen. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so tief reinsteigen. Chypre-Düfte haben bei mir jetzt wirklich hart an Beliebtheit gewonnen. Ich fand das schon immer geil, aber manchmal war es mir so ein bisschen zu sehr Oma. Aber dafür habe ich jetzt eine richtige Liebe entwickelt. Und welcher Duft diese Liebe bei mir so richtig losgetreten hat, war der Antique von Nibiru. Das ist ein eher seifiger Chypre-Duft. Das ist ein moderner Chypre-Duft, der dennoch natürlich diese Vintage-DNA mit durchschlägt, aber die wunderbar ins Jahr 2025, als er rausgekommen ist, oder 2026 rüber transportiert hat. Ich wollte dieses Video eigentlich machen, auch mit, um diesen Duft endlich zu showcasen, und dann war der gefühlt innerhalb von 3 Wochen komplett ausverkauft. Da dachte ich mir, ja, dann kann ich jetzt hier mit dem Video auch warten. Ich wollte da schon länger drüber reden. Gerade dieser Duft hat wirklich, ja, der hat so richtig den Chypre-Hype bei mir ausgelöst, dass ich das auch wirklich gerne trage. Ich hatte schon andere Chypres in der Sammlung. Ich meine, der Angeliki von Angelos Creations Olfactis oder auch der Sacred Scarab, das sind ja alles Chypre-Düfte, die ich auch sehr mag. Aber irgendwie hat mir da bisher immer so die Gelegenheit gefehlt, um den zu tragen. Und der Antique von Nibiru hat das halt einfach so ein bisschen geändert, weil das ist so ein wirklich daily tragbarer Duft, der ist sehr schick, einfach unwahrscheinlich schön durch diesen Vintage Givaudan Seifenakkord, der da drin ist. Ist einfach richtig, richtig geil, und dann hast du aber trotzdem noch so ein bisschen Seabed-Stank, so ein bisschen Verruchtheit noch in der Basis drin. Richtig, richtig geiler Duft. Und ja, aber gehen wir einfach damit weiter, was es noch für andere geile Düfte gibt, die man jetzt vielleicht auch tatsächlich noch kaufen kann. Ein weiterer Klassiker, der wahrscheinlich auch gut beliebt ist und der halt wirklich
unwahrscheinlich günstig ist, Preis-Leistung absoluter Hammer, ist von Rogue Perfumery aus Amerika, der Chypre Siam. Der kostet wirklich nicht die Welt. Die 30 Milliliter sind unter 100 € bei Equation Naturelle zu bekommen. So ein klassischer, oldschooliger Duft. Der ist jetzt nicht so ganz, der ist ein bisschen Oma, aber er ist nicht so stinkige Oma. Also der ist nicht so verrucht wie einige andere Chypre-Düfte, das auch gerne sein kann. Der hat ein bisschen was von einem Diaghilev. Der ist sehr, sehr klassisch. Würde mir jemand sagen, dass dieser Duft von 1970 ist, ich würde das nicht in Frage stellen, ehrlich nicht. Und also das ist aber trotzdem so geil, so klassisch. Und ich liebe ja auch einfach diesen Spannungsaufbau, den man bei Düften oder den man mit Düften so geil hinkriegt. Und das ist halt einfach mit blau gefärbten Haaren und einer Baggy-Cargo-Hose so einen krassen Gentleman-Duft zu tragen. Ich finde es einfach richtig, richtig geil. Den Duft, Chypre Siam, wollte ich mir unbedingt noch kaufen, bevor ich dieses Video hier mache. Deswegen hat sich das auch dann so herausgezögert und dann habe ich einfach echt keinen Bock mehr gehabt. Geile Limette im Start, aber du hast direkt diese Jasmin und die Ylang, die aber nicht überbordend floral ist. Also gerade Ylang Ylang kann das ja auch mal ein bisschen sein, dass es zu floral und zu gelb und zu parfümi ist. Der ist definitiv parfümi und der hat auch schönes Eichenmoos in der Basis und halt eben noch dieses geile Zibet. Super geiler, klassischer Duft, wenn du den Diaghilev geil findest, aber nicht bereit bist, das Geld dafür auszugeben, was man total verstehen kann, guck dir den doch mal an. Als Honorable Mentions hier vielleicht auch noch der Etruscan Water von Francesca Bianchi zu nennen. Der ist aber noch einen Ticken teurer als der Rogue und irgendwie ist der Rogue noch geiler. Francesca Bianchi, auch super guter Duft, der Etruscan Water, spielt in einer sehr, sehr ähnlichen Liga, finde ich. Auch sehr vergleichbar, Preis-Leistung, auch Dufteindruck sehr, sehr ähnlich. Einen ganz anderen Chypre-Weg geht zum Beispiel aber der Masque Milano Kintsugi ein. Der ist sehr floral mit so einer geilen Magnolie. Der riecht schon vintagey, hat dieses aldehydige, frische Opening und du merkst diese Chypre-DNA einfach direkt von Anfang an. Aber der hat halt diese unwahrscheinlich tolle Magnolie und dieses geile Wildleder, was bei dem so wunderbar durchkommt. Wirklich ein schöner Duft, vielleicht durch die Magnolie eher auf der feminineren Seite, aber einfach, ja, sehr besonders, sehr schick. Ultra unisex tatsächlich. Ich liebe Magnolie, ich mag den Geruch total gerne. Mag vielleicht nicht jeder, aber ja, den kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und auf gewissen Seiten gibt es die ja auch immer relativ günstig zu schießen, die Sachen von Masque Milano. Wenn du den mal siehst, der hat als Note auch noch Himbeerblatt mit drin. Und das Ganze pusht ihn in so eine bisschen grünere, irgendwie leicht fruchtige Richtung. Also ja, ich habe den gerochen. Ein Freund von mir hatte mir mal eine Abfüllung geschickt. Und da war klar, ich brauche diesen Duft in meiner Sammlung. Also dementsprechend vielleicht den sich mal angucken. Also schaden wird es nicht. Durch diese grüne Richtung gehen wir mal in ein anderes Chypre-Territorium und zwar Les Indomables Chypre Azural. Und das ist so ein grün-blauer Chypre-Duft, der wirklich krass bitter am Anfang ist. Der hat so dieses zitrische, der ist eine zitrische, frische, grüne Explosion im Start. Unwahrscheinlich geil. Der Chypre als solches ist nicht super krass erkennbar. Also jetzt wie bei den vorherigen. Der ist nicht seifig, sondern der ist wirklich grünfrisch, bitterfrisch. Geil umgesetzter Duft. Preis-Leistung, Les Indomables, immer geile Marke. Ich kann nicht aufhören, von denen zu schwärmen. Ich mag die wirklich sehr. Antoine Lee hat hier auch wieder mal gezaubert. Einer der besten Düfte der Brand für mich. Auf meiner Haut funktioniert der nur nicht hundertprozentig, weil bei mir wird der zu bitter. Also diese Bitterkeit auf meiner Haut geht mir so nach 5, 6 Stunden einfach unwahrscheinlich auf den Keks. Deswegen ist es leider kein Kaufkandidat für mich, was ja aber nicht heißt, dass du das nicht total geil finden würdest. Ich kenne nämlich viele Leute, die der richtig abgeholt hat. Und ich finde den ausgesprochen schön gemacht. Auch in diesem Duft ist mal wieder echtes Ambergris verarbeitet, wenn mich meine Recherche da nicht komplett im Stich gelassen hat. Er ist nicht moosig, sondern er ist mit Patchouli gearbeitet. Bei Chypre-Düften gab es irgendwann mal diesen Switch von
Eichenmoos auf Patchouli, wahrscheinlich in der Zeit, wo Eichenmoos so highly regulated wurde, weil da diese eine Studie irgendwie falsch gelesen wurde oder missverstanden wurde oder wie auch immer, weil Eichenmoos ist ja nicht verboten, ne? Also, ne, das vielleicht noch mal für alle zum Mitschreiben: Eichenmoos ist nicht verboten, auch nicht in der IFRA. Es gibt Sachen, da muss man drauf achten und man darf auch nicht jeden Gehalt nehmen, aber Eichenmoos als solches ist nicht verboten. So, Punkt. Und das ist, wie gesagt, ein Chypre-Duft ohne Moos, dafür mit Patchouli. Ist eher dieses grüne Patchouli, erdige Patchouli und nicht dieses muffige Keller-Patchouli. Wie gesagt, auf meiner Haut leider ein bisschen zu bitter. Ansonsten unwahrscheinlich schöner Duft und muss in diese Liste. Ein krasser Hybridduft, der auch überhaupt nicht als erstes auf den ersten Riecher als Chypre-Duft sozusagen sich mir zumindest offenbart hat, ist der Iris Chypre Regal von Faisal Privé. Da ist unwahrscheinlich geile Iriswurzel drin. Und dieser Duft hat schon fast so ein bisschen so einen Teecharakter. Er ist frisch im Start. Das ist ein toller Sommerduft, der aber immer pudriger und ein bisschen schwerer und buttriger wird im Drydown. Unwahrscheinlich toller Duft. Faisal Privé, generell coole Marke aus UK, die ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Günstig geht hier natürlich anders. Also wir bewegen uns hier gerade in Windeseile in sehr, sehr teure Gefilde. Aber ja, also wer hier super affordable Düfte haben wollte, der ist nach dem Anfang dieses Videos ja eh schon eigentlich am Aussteigen müssen. Wird es jetzt noch wirklich viel teurer? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist der teuerste auf der Liste, aber der Duft ist es halt wirklich wert. Da ist so eine geile, hochwertige Iris drin, die dann schon fast, für mich zumindest, so einen Teecharakter kriegt. Der ist aber auch noch gepaart mit ein bisschen Oud, mit geiler Jasmin. Und also dieser Duft, den zu beschreiben, den muss man einfach gerochen haben. Ist wirklich außergewöhnlich fein und außergewöhnlich edel. Ich habe den jetzt am Freitag, habe ich den mal wieder im Büro getragen und ja, ich lieb's. Also so ein schöner Duft, Haltbarkeit auch crazy für so einen doch wahrscheinlich relativ viele Naturals in dem Ding drin. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Und gerade wirklich alle Iris-Fans kommen bei dem Duft komplett auf ihre Kosten. Das ist ein Chypre-Duft mit Iris im Fokus und wirklich, wirklich toll. Wir gehen jetzt so ein bisschen mehr zu diesen vielleicht ein bisschen animalischeren, vielleicht dadurch ein bisschen mehr omarigen Düfte. Aber was gibt es Schöneres, als junger Mann nach alter Oma zu riechen? Ich finde es richtig geil. Ich mag diesen Kontrast. Und mehr Oma, besonders für mich privat, mit der Assoziation als Angeliki von Angelos Creations Olfactifs, wird es halt einfach nicht. Angeliki, für alle, die das noch nicht gehört haben, ist ein Duft, der einmal im Jahr rauskommt, immer zum Geburtstag seiner verstorbenen Oma, die er Angeliki, also Engel, genannt hat. Oder die tatsächlich so hieß, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wurde die gute Frau 104 Jahre alt, deswegen kommt jedes Jahr an ihrem Geburtstag 104 Flakons von diesem Duft auf den Markt. Jeder Batch riecht minimal anders, weil hier auch sehr viel mit Naturals gearbeitet wird. Aber es ist halt wirklich ein klassischer alter Vintage Chypre mit jede Menge Zibet, mit ganz viel Bite, viele Aldehyde drin, auch noch so ein bisschen so eine Pfirsich-Aldehyd, würde ich das einfach mal beschreiben. Der ist sehr alt, aber der ist so wohlig, der ist einfach unwahrscheinlich schön. Der fühlt sich wirklich einfach an wie die liebende und Umarmung deiner Oma. Und deswegen habe ich mir den gekauft zum Gedenken quasi an meine Oma. Ja, finde den Duft unwahrscheinlich schön. Da geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Den kann man nicht immer tragen. Das ist jetzt auch vielleicht für mich mit dieser Assoziation zu meiner Oma jetzt kein Duft, den ich irgendwie daily rocken würde und womit ich einfach ins Büro gehen würde oder sowas. Aber richtig, richtig, richtig schöner Duft, der einfach auf diese Liste gehört. Und von diesem Duft muss man gehört haben, meiner Meinung nach, oder diesen Duft muss man mal gerochen haben, wenn man sich wirklich für eins, also entweder Chypre-Düfte im Allgemeinen, Vintage-Düfte oder Artisan-Düfte aus Europa interessiert. Also einfach unwahrscheinlich gut und Angelos generell einfach so ein netter, herzlicher Mensch, der so unwahrscheinlich schöne Düfte macht, die alle so in diesen Vintage-Bereich irgendwie abdriften.
Und das ist einfach richtig, richtig gut und das ist richtig geil und besonders. Und dieser Duft, ja, ist einfach immer in meinem Herzen. Es ist ein Duft, der niemals aus meiner Sammlung verschwinden dürfte, selbst wenn ich ihn nicht tragen würde tatsächlich. Aber ich trage ihn mal wieder, glaube ich. Ja, dieses Video hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich diesen Duft mal wieder trage. So, wenn wir von alten Damen sprechen, kommen wir vielleicht auf so eine fast 2000 Jahre alte Dame zu sprechen und das ist Kleopatra. Das ist zumindest die Assoziation, die ich mit dem Duft immer hatte und das ist Zoologist Sacred Scarab. Gemacht von Sultan Pascha ist es ein Duft, der halt riechen soll wie Ägypten. Und meine Assoziation ist immer Kleopatra. Also du hast hier wirklich einen klassischen Chypre-Duft mit den Aldehyden, mit ein bisschen Skanky in der Basis, aber er ist irgendwie modern gedreht, trotzdem Vintage, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr schön. Du hast hier einen Rotweinakkord mit drin. Das riecht auch ein bisschen nach Sand und Wüstenluft. Ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, Kleopatra hat so gerochen. Und ich finde, das passt sehr gut. Ich denke jetzt hier auch an so eine Liza Minnelli als Kleopatra. Ich glaube, dieser Duft würde da einfach fantastisch hinpassen. Sehr edel, sehr besonders. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen sehr von der weiblichen Version, aber den kannst du als Mann auch richtig gut tragen. Ich hatte den auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal im Büro drauf. Ja, einfach schön. Ich habe meine Flasche jetzt zwar verkauft, bereue ich ein bisschen. Ja, bereue ich ein bisschen. Aber ja, passiert auch, ne, dass man dann irgendwie so am Ausmisten ist und denkt, ja, komm, ich habe jetzt so viele andere. Ich habe auch echt zu viele andere. Ich habe viele Chypres. Also die habe ich jetzt alle in meiner Sammlung, ne, über die wir gesprochen haben. Dafür, dass ich erst seit kurzem Chypre so mag, hat es ein bisschen überhand genommen. Aber ja, wir sammeln ja hier nicht aus Freude und Spaß an der irgendwas. Nee, doch tun wir. Dementsprechend, ja, ich habe vielleicht ein paar viele Chypres und der ist sehr spezifisch, aber für jemanden, der genau das sucht, der sich fühlen möchte wie ein Pharao oder wie Kleopatra auf einer Steinbahre, der ein bisschen mit Palmwedeln Luft zugefächelt wird und dann wird dir noch so eine Traube angereicht und du hast dann noch so einen geilen Kelch mit Wein in der Hand. Ja, dann ist Sacred Scarab vielleicht einfach genau der richtige Duft. Jetzt machen wir es mal ein bisschen dreckig und das ist wirklich ein, ja, ich nenne es mal Femme Fatale Duft. Ich finde den super sinnlich, der ist sehr tief und sehr besonders. Liz Moore ist die Parfümeurin. Wer das jetzt weiß, der weiß auch schon, dass ich über Papillon Artisan Parfüms spreche. Aus UK, Liz Moore, auch geile Düfte, alle so ein bisschen vintagey angehaucht, geile Inhaltsstoffe mit dabei. Unwahrscheinlich tolle Brand im Allgemeinen. Kann ich jedem nur empfehlen, die unbedingt mal auszuchecken. Und der Salome ist einfach, der ist Seabed und Tyraceum par excellence. Also der ist richtig animalisch, stinkig, sinnlich. Aber so the best way possible. Hat er leichte Oma-Vibes? Ja. Kann man sich davon total lösen und einfach diesen Duft als solches total wertschätzen und wie geil und wie besonders der ist. Ich zumindest kann das. Ob das jetzt gerade ein Neuanfänger hier in der kompletten Welt auch kann, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber darum geht es ja hier nicht. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihr hier doch schon ein bisschen tiefer in der Nische seid, teilweise noch tiefer als ich. Dementsprechend Tipps auch immer gerne runter in die Kommentare von Sachen, die ich mal testen sollte, auch in dem Bereich oder generell. Freue ich mich immer, wenn es sich ergibt, komme ich diesen Vorschlägen auch immer gerne nach. Wirklich ein brachialer Duft. Der hält auch bis zum geht nicht mehr, hat halt wirklich so ein bisschen was Verruchtes. Ein Bekannter von mir nannte ihn mal so einen Bordell-Duft von alten Damen. Aber ja, irgendwie hat der total was. Der hat mich total gecatcht. Ich finde den unwahrscheinlich schön. Sehr, sehr special. Aber wenn du Hyraceum richtig scheiße findest oder generell so animalische Noten, Spaß dir. Wirklich Spaß dir einfach. Ansonsten aber wirklich unbedingt einen Test wert. So ein geiles Haus und auch wirklich die 50 Milliliter für was, 160, 170 Euro. Absolut super affordable. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Papillon verdient allgemein viel mehr Aufmerksamkeit. Über die könnte ich vielleicht auch noch mal eine Haustour machen. Das wäre doch mal eine Idee. Ja,
Aber zum letzten Duft in diesem Ranking jetzt hier von den geilen Chypre-Düften, die du unbedingt mal getestet haben solltest, wenn du Chypre-Düfte magst oder auch wenn du Chypre-Düfte vielleicht gar nicht mal so magst, weil hier ist wirklich für jeden so ein bisschen was dabei. Der letzte war ein bisschen Oma, der hier ist sehr anders und das ist der Russian Musk 2 von Arish Le Doré. Da bin ich jetzt durch Zufall an eine Flasche, an einen Restflakon gekommen. So ein schöner Duft. Du hast hier auch wieder dieses klassisch aldehydige Opening, aber das Ganze ist so ein bisschen weidiger gespielt mit jede Menge von diesem animalischen Moschus, der da noch mit rumschwingt. Also du hast hier nicht den Fokus auf dem Ziehbett, sondern auf so einem leicht pissigen Moschus. Unwahrscheinlich gut. Also weidig, ein bisschen schwitzig, ein bisschen pissig, ein bisschen Seife, ganz crazy Duft und halt ja, Arish Resale-Preise sind komplett gottlos. Hätte ich den anderweitig vielleicht im Zug gefunden, hätte ich locker für den 500 € hinblechen müssen. Habe ich bei weitem nicht gezahlt, deswegen sehr dankbar. Ja, absolute Schätzchen jetzt in meiner Sammlung, freue ich mich sehr drüber. Wirklich speziell, aber doch irgendwie ganz gut tragbar, weil also ich finde immer diese animalischen Noten, die kommen zumindest auf meiner Haut immer relativ gut raus, im Sinne von, dass sie nicht zu pissig sind oder zu animalisch und zu stinkig, sondern eher so eine geile, cremige Tiefigkeit. Ja, eine geile, cremige Tiefe irgendwie bei mir auf der Haut auslösen. Richtig, richtig geiles Teil. Flakon halt auch, ja, doch, schon schick. Ich blende hier mal ein Foto ein, was ich von dem Flakon letztens geschossen habe. Ist schon, es hat einfach, du hast das Gefühl, das kommt aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Und das macht es irgendwie so besonders. Und das finde ich generell bei Chypre-Düften so einen geilen Aspekt von, es ist so ausgekoppelt aus diesem neumodischen, modernen Social Media Scroll-Algorithmus raus, sondern es ist so ein Kick in altvergangene Zeiten, in alten Glamour, in alten Luxus und es ist nicht dieses, hier ist noch eine Erdbeer-Himbeer-Zitronen-Gourmand-Sache, sondern es ist so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Punch dahinter. Ich finde es sehr geil. Ich will jetzt niemandem seine Erdbeer-Gourmands schlecht machen. Das wirklich nicht, das steht mir auch nicht zu. Tragt was auch immer ihr möchtet. Wenn du halt Chypre-Düfte magst, guck dir die doch mal an. Feedback würde mich sehr freuen. Schreib mir runter in die Kommentare, ob du die Düfte kennst, ob du die getestet hast, ob du jetzt Lust hast, die Düfte zu testen und was so deine Meinung zu den Düften ist, die ich hier besprochen habe. Ja, damit hoffe ich, bin ich jetzt hier wieder ein bisschen fleißiger bei YouTube dabei und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss.